Hallo, grüß euch, hier ist Inga. Heute male ich auf einem besonderen schwarzen Papier, benutze dazu Künstlerkreide und hochpigmentierte Acrylfarben. Alle genannten Produkte habe ich für dieses Video selbst gekauft und du findest die verwendeten Materialien in der Videobeschreibung und ich verlinke sie. Das schwarze Papier ist quadratisch, mit 300 Gramm pro Quadratmeter sehr dick und fühlt sich richtig gut an. Damit es mir beim Malen nicht wegrutscht, klebe ich es mit meinem gelben Washi-Maler-Krepp auf. Diesen Kasten mit den Künstlerpastellen in Grau, Weiß und Schwarz habe ich mir neu gekauft, weil es sich um harte Pastellkreiden handelt und da ist der Abrieb nicht so hoch und die Linien sind etwas feiner als bei den weichen Pastellen. Hier male ich mit den Pastellkreiden abstrakte Linien auf das Papier, um den Prozess anzustoßen, abstrakt zu malen und ein Gefühl für das Bild zu bekommen. Jetzt kommt mein Color Shaper zum Einsatz. Das ist ein Gummipinsel mit einer spitz zulaufenden Spitze und damit lässt sich die Farbe auftragen, sie lässt sich vermischen, formen und gestalten. Und ich verwende bei diesem Bild die hochpigmentierten Acrylfarben von Golden, die sogenannte Fluid Acrylics Serie. Pinsel und Acrylfarbe sind quasi perfekt aufeinander abgestimmt. Hier sieht man, wie ich das Silber auftrage. Das lässt sich jetzt von dem Weiß optisch nicht so gut unterscheiden, aber wenn man jetzt das Bild in die Hand nehmen würde und im Licht ein bisschen schwenken würde, sieht man, dass Silber metallische Effekte hervorruft. Zwischen den einzelnen Farbschichten trockne ich das Bild immer wieder mit dem Föhn, damit die Farbschichten sich nicht mit den anderen vermischen. Der blaue Farbton, den ich jetzt hier verwende, der ist auch sehr schön transluzent, also auf dem Teller sieht das ja relativ dickflüssig aus. Aber wenn man dann mit dem Gummipinsel hineingeht, sieht man schon, dass das eigentlich ein sehr schönes helles Blau ist. Und diese Farbe trage ich auch wieder in transluzenter Technik auf, damit die bereits vorhandenen Farbschichten noch durchschimmern. Natürlich föhne ich das Blau auch erst nochmal an, bevor ich die nächste Farbe, ein dunkles Rot, einsetze. Wenn du schon ein paar meiner anderen Videos gesehen hast, weißt du, dass ich auch gerne auf größeren Formaten arbeite. Aber hier bei diesem kleinen Bild kann man genau sehen, dass auch hier viele Farbschichten und viele Arbeitsschritte nötig sind, um hinterher dem Bild auch eine gewisse Tiefe zu verleihen. Vor allen Dingen, wenn gleich die Metallic-Farbe Gold ins Spiel kommt, kann man zunächst sehen, dass sie sehr transluzent ist. Und wenn man dann von der Seite ein bisschen schaut, kann man diese wunderbaren metallischen Pigmente ganz genau sehen. Den Farbauftrag mit der Goldfarbe genieße ich so richtig und drehe den Gummipinsel auch ein paar Mal hin und her, stelle ihn steiler, mache ihn flacher und damit bekomme ich auch eine gewisse Struktur auf mein Bild. Jetzt verwende ich eine meiner Lieblingsfarben und zwar ist das Payne's Grey. Von Golden hat es nicht nur die Eigenschaft, dunkel zu sein, sondern es ist ein sehr dunkles Blau. Würde man bei dem Namen ja nicht vermuten, aber es ist tatsächlich so. Und je transparenter ich diesen Auftrag mache, desto blauer ist das Ganze. Wenn ich ihn etwas stärker auftrage, wird es doch schon relativ dunkel. Der helle Farbauftrag ist eine Mischung aus dem Titanweiß und dem Blau. Damit hole ich in dieser Ebene die hellen Farben ein Stück nach vorne und lasse die dunklen Farben weiter in den Hintergrund treten. So gebe ich diesem Bild eine gewisse Tiefe. Was ich jetzt mit dem Pinsel auf dem Bild mache, das erinnert mich sehr stark an Staccato in der Musik. Damit mache ich sehr feine Linien auf mein Bild und damit kommt wieder eine gewisse Struktur und Haptik zum Vorschein.
Hier sieht es jetzt so aus, als würde ich das Video in doppelter Geschwindigkeit abspielen, aber das stimmt nicht. Das ist tatsächlich in dem Originaltempo. Und man sieht daher, dass ich den Pinsel relativ zügig über die Leinwand führe. Jetzt steht ein bisschen Detailarbeit auf dem Programm. Ich nehme jetzt nacheinander verschiedene Farben und trage die Farbe stellenweise auf, verstärke damit dunkle Bereiche, arbeite helle Bereiche nochmal ein bisschen hervor und setze auch mit hellen Farben auf dunklen Bereichen Akzente. An dieser Stelle ist das Video tatsächlich verlangsamt. Und so kann man etwas besser sehen, wie ich mit dem Pinsel auf dem Bild arbeite. Es werden nochmal ganz akzentuiert Stellen mit Farbe bearbeitet. Ab hier läuft das Video wieder in der normalen Geschwindigkeit. Nach dem Föhnen nehme ich nochmal eine graue Pastellkreide in die Hand und fahre damit Strukturen ab, die sich bisher auf dem Bild ergeben haben. Das gleiche mache ich auch mit der schwarzen Pastellkreide, denn damit kann ich gut ein paar Vertiefungen herausarbeiten. An einigen Stellen trage ich noch ein bisschen was von dem wunderschönen Blau auf. Ganz eindeutig ist dieses dunkle Rot eine meiner Lieblingsfarben in dieser Farbpalette und deshalb trage ich sowohl noch ein bisschen was von dem Rot als auch von dem Gold auf, um jetzt dem Bild noch zusätzlichen Schimmer zu verleihen. Mir gefällt das kleine abstrakte Kunstwerk richtig gut. Wie gefällt dir die Technik? Was gefällt dir an meinem Bild gut? Vielen lieben Dank, dass du dir mein Video angesehen hast. Ich freue mich sehr über ein Like von dir und du darfst mir auch gerne etwas in die Kommentare schreiben.